Der nächste Slam hat auch dann passenderweise im Kontrast zu den anderen, die mit einem Punkt aufgehört haben im Titel, beginnt mit einem Fragezeichen. Nämlich mit der Frage, wer Öl besitzt, dem gehört die Welt. Und der nächste und letzte Slammer für heute ist ein sehr bekannter Slammer. Und zwar ist er, warte. Ich muss Sie doch kurz ankündigen. Okay, alles klar, dann kommen Sie schon mal hoch. Das macht es jetzt noch weniger spannend. Ich hatte jetzt gedacht, wie viele Sachen kann ich teasern, ohne dass Sie den Namen des nächsten Slammers erraten. Ich wollte gerade sagen, sein Name taucht noch einige Male im Tagungsprogramm auf. Und er ist auch ein sehr bekanntes Gesicht bei der GFT. Und in die Tribologie ursprünglich aus dem Studium der Werkstoffwissenschaften und Metallurgie, als, wie ich verstanden habe, als Notlösung, um nicht vom Wehrdienst ins Ausland versetzt zu werden, dann an der BAM gelandet und dann dem Bereich der Tribologie sehr lange und sehr erfolgreich treu geblieben. Und so kommt es jetzt, dass wir uns auf den nächsten Vortrag mit dem Titel Wer Öl besitzt, dem gehört die Welt freuen dürften. Und wie der Slam heute zustande gekommen ist. Sie haben gesagt, Sie haben einige Ideen auch schon gesammelt in letzter Zeit und dann durch freundliche Motivation von Herrn Luther sind Sie jetzt das zweite Vorstandsmitglied, das hier heute den Slam beschließen darf. Damit bitte ich um einen herzlichen Applaus für Matthias Voigt. Ja, meine Damen, meine Herren, Sie kennen ja alle den Spruch, wer gut schmiert, der gut fährt, nicht? Es gibt noch eine andere Frage ans Auditorium. Was ist Verlustschmierung? Weiß es einer? Verlustschmierung. Das ist der Verlust an Schmiergeldern, nicht? Verlustschmierung, so. Also, ja, da hat die Schmierung nicht funktioniert, nicht? Also, eindeutig. So. Der Eingangssatz ist ja, die meisten denken, wer Öl besitzt, dem gehört die Welt, nicht? Nun haben wir ja in der Finanzkrise gesehen, dass, also 2008, dass im Grunde genommen Geld die Liquidität sichert und damit die Schmierung des Wirtschaftsgetriebes. Somit Geld und Öl und Schmierung hängen eben miteinander doch offensichtlich zusammen. Jetzt gab es ja in Berlin den Professor Richard Striebeck. Sie sehen hier seine Originalkurven. Ich verstehe, dass er da die Striebeck-Kurve auch nicht drin erkannt hat. Also mir fällt es schwer. Aber die Frage ist ja immer, ist gar nicht mal so lange her, 1902. Was haben andere daraus gemacht? 12 Jahre später wurden dann die Ergebnisse von dem Professor Gümbel, nicht? Wir kennen ja die Gümbel-Hersey-Number, wurde unterteilt in diese 3 Reibungszustände, die wir ja alle kennen. Und das basiert eben auf diesen Arbeiten. Noch vor Striebeck hat der bekannte Martin Sitt schon ähnliche Kurven gemessen. Aber die Frage ist, wie hängt nun Geld und Schmierung miteinander zusammen? Relativ einfach. Wir nehmen also jetzt die bekannte Striebeck-Kurve. Also blau wäre jetzt die Reibungszahl und dann kennt man ja dazu, zu diesen Reibungszuständen gehört ja noch die Schmierfilmhöhe. Ökonomisch gesehen haben wir dann die homologen Größen, Geldmenge und Effizienz. Wenn wir also jetzt im unteren Bereich oder zu Beginn dieser Striebeck-Kurve uns befinden, fehlt Liquidität, dann haben wir hohe Reibung. Oder bei hoher Reibung fehlt Liquidität. Es stockt die Wirtschaft. Die Reibung hält alles auf. Die zweite Folge der fehlenden Liquidität ist die Wirtschaftsverschleiß durch Überkapazität. Insofern hat die Tribologie hier sozusagen eine klare Bedeutung für die Wirtschaft über Geld als Schmiermittel. Der berühmte optimale Betriebspunkt, da wo die Oberflächen gerade getrennt sind und die Reibung am geringsten ist, haben wir also sozusagen die höchste Effizienz bei vollständiger Auslastung des Produktionspotenziales. Wenn die Wirtschaft weiter angeheizt wird, also wir dann in der Regel die Drehzahl steigern, dann kommen wir ja in diesen hydrodynamischen, elastohydrodynamischen Bereich, aber da steigt ja die Reibung an, aus bekannten Gründen. Und das bedeutet, ökonomisch gesehen, zu viel Liquidität oder zu viel Kreditgeld erzeugt also hohe Schmierfilmhöhen
und in der Folge Inflation, dazu viel Verlustreibung, obwohl alles wie geschmiert läuft. Das war's.